1783 kam der Wuppertaler Kaufmann Johann Gottfried Brüggelmann hier nach Ratingen und gründete die Baumwollspinnerei Kromford. Diese Anlage gilt seither als die erste Fabrik auf dem europäischen Kontinent außerhalb Englands. Brüggelmann hatte damit sehr viel Erfolg und wurde einer der einflussreichsten und auch reichsten, wohlhabendsten Männer der Umgebung. Er baute für sich und seine Familie als Wohnhaus das Herrenhaus Kromford, ein repräsentatives Gebäude, das im Stil der Maison de Plaisance, eines französischen Lustschlosses, errichtet wurde. Im 18. Jahrhundert gab es ein großes Problem. Die Weberei war schon so weit mechanisiert, dass Garnhunger entstand. Das heißt, die Weber brauchten viel mehr Garn, als die Spinner liefern konnten. Weil man darf nicht vergessen, es gab nur diese großen Spinnräder für die Verarbeitung von Baumwolle und da konnte eine Spinnerin maximal einen Faden gleichzeitig produzieren. Deshalb war das, was Herr Brüggelmann hier in dieser Fabrik vorgenommen hatte, eine Sensation. Er hatte sich in den Besitz von moderner neuer Technik gebracht, die er durch Industriespionage aus England hierher geholt hatte und begann halt hier mit seiner Produktion. Die Baumwolle kam in großen Baumwollballen hier in der Fabrik an und der erste Arbeitsschritt war dann das Schlagen der Baumwolle, das heißt das Auflockern hier an solchen Schlagtischen. Das machten 10- bis 12-jährige Mädchen, die dann den ganzen Tag 12 Stunden lang hier auf der Baumwolle herumschlugen. Die Arbeit war extrem staubintensiv, also die Fasern flogen durch die Luft und es war sehr monoton. Ich stehe jetzt hier im Erdgeschoss der Fabrik vor dem großen Wasserrad. Mithilfe dieses Rades wurden sämtliche Maschinen im Haus angetrieben. Und zwar wird die Kraft über die große Transmissionswelle, die Königswelle, in die oberen Stockwerke übertragen. Das ist jetzt die Waterframe, das Herzstück der Fabrik. Das ist eine vollmechanische Baumwollspinnmaschine, die vollkommen automatisch arbeitet. Hier in Ratingen ist der einzige Ort weltweit, wo man diese Technik noch sehen kann. Wenn Sie die Maschinen live erleben wollen, sollten Sie unser Museum besuchen.